Also ich mag mich erinnern an den Moment, wo ich zum ersten Mal in Mekka war, wo ich dann den schwarzen Stein gesehen habe. So den Moment kann ich wirklich nie mehr vergessen. Hajj ist einmalig. Dann ist man aufeinander angewiesen. In diesen Zelten gibt es ja Klimaanlagen und Lüftungsanlagen. Am Abend, zum Beispiel, wenn alle schlafen, dann stellt einer das Klima ab und der verwachte einer und sagt, wer hat das Klima abstellen? Steht er schnell auf und es wieder anlassen. Es ist wirklich, man muss sich wirklich verstehen. Es ist hier ein Zelt mit so vielen Leuten, man muss miteinander umgehen. Und das ist auch ein Zeichen von einem Muslim, wo eigentlich sich aneignen muss, in schwierigen Situationen miteinander umzugehen. Es ist nicht so einfach, das tägliche Leben zu vergessen, vor allem wenn man die ganze Familie weit weg hat. Und Arafat ist die Möglichkeit, dass man alles vergisst. Das Erste ist wahrscheinlich gerade das, was mir in den Kopf hineinkommt, die Masse. Die Masse an den Leuten, das ist unglaublich, was man dort sieht. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man so etwas antreffen würde. Es ist sehr eindrücklich zu sehen, dass es Muslime aller Art gibt. Also das heisst wirklich, weißt, wenn du in diesen zwei Gewänden bist, erkennst du quasi nicht mehr wirklich, wer ist reich, wer ist arm. Da kann ein Milliardär rum sein, es kann ein Arm rum sein. Ein wirklich schönes Gefühl, wenn man so Chinesen, Vietnamesen aus Indonesien, Europäer dort sieht und man sieht, dass wirklich dort alle Menschen gleich sind, ob arm, reich, jeder hat sein Ihram und ist alles, mit was man in diese Welt gekommen ist und mit was man von hier weggeht. Man hat auch immer gehört von früher, wo meine Eltern einen Hajj gemacht haben, hat man immer von Unfällen gehört, von Leuten, die umgekommen sind durch die ganze Masse. Ich hatte immer ein bisschen Angst, wenn ich gehört habe, Hajj, habe ich gehört, oh, die Leute, ich habe gehört, dass man sich irgendwie gegenseitig auftrampelt und so. Und das ist alhamdulillah niemals der Fall gewesen. Jetzt mit den Jahren hat sich das wirklich viel verbessert. In Mina, es ist ein ganz schönes Gefühl, dort habe ich 4 Nächte geschlafen. Ich bin in diesem Teil, wo die Südasiaten waren, Kasachstan, Tschetschenen und so. Und damals war es nicht so organisiert. Wir mussten zusammenleben. Wir wollten einfach 4 Nächte dort in Mina schlafen. Das war der beste Schlaf, was ich mal gehabt habe, in der Sand. Ich habe so eine Matratze, Kunststoffmatratze gehabt, aber dort habe ich wirklich ganz schön geschlafen. Es ist in Mina, ist man in einem Zelt drin, dort verbringen wir ein paar Tage. Und dort wird man sehr viele verschiedene Leute kennen. Man wird auch wirklich spezielle Leute antreffen, Leute, die bekannt sind. Ich habe zum Beispiel einfach, also Qadr Allah, sagen wir jetzt, das hat Allah so bestimmt gehabt, dass ich Khaled Yassin dort antreffe, zum Beispiel. Ich habe sie geschaut, es war eine große Familie. Die haben einfach Hufe Brot gehabt und ganz ein wenig so scharfe Gericht. Und die haben alle dort von dem scharfen Gericht gegessen. Und die haben sie geschaut, so ganz mit Nostalgie für meine Familie. Und sie haben mir einfach nochmal gelacht und eingeladen. Und dann bin ich gekocht und mit denen gegessen. Das war ein ganz schönes Erlebnis. Kein einziger negativer Fall jetzt bei uns gesehen. Es ist wirklich alles so reibungslos verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Nein, ich habe sie nicht gekannt. Die haben mich einfach eingeladen, ich habe mit denen geredet. Man kommuniziert mit Lachen, das leckt. Englisch, ja, wir haben uns verstanden, wirklich. Arafat, das ist am schönsten gewesen. Es ist nicht so einfach, das tägliche Leben zu vergessen, vor allem wenn man die ganze Familie weit weg hat. Das ist unglaublich, was man dort sieht. Es ist so, dass wir alle dort ist. Es ist jetzt egal, ob jemand auf dem Hügel ist oder nicht. Es geht einfach darum, dass die ganze Mannschaft, die sich dort versammelt, haben sich um einen Sinn und Zweck versammelt. Und darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala, sie sagen ja, Labbaik Allahumma, wir sind jetzt da für dich, ja Allah. Wir geben sozusagen alles auf, wir haben alles aufgegeben, wir haben unsere Familie zurückgelassen, wir haben unsere Arbeiten zurückgelassen. Und wir sind jetzt mit 2 Gewänden, also mit dem Oberteil und Unterteil, sind wir jetzt da zu dir, um dass du uns vergibst, oder? Und das ist wirklich sehr
eine ganz spezielle Erfahrung, zum Teil sehr emotional. Wo mir angekommen ist, auch wieder die Leute, es hat einfach Leute gegeben, die du gesehen hast, die einfach allein waren. Die sind für sich gewesen, haben gebetet, haben Dua gemacht, haben gelesen, Koran. Wenn ich daran denke, kommt mir ein ganz spezielles Gefühl auf. Das ist eine Art, dem kannst du fast Glückseligkeit sagen. Es ist etwas, das man nicht beschreiben kann, sondern etwas, das man selber erlebt haben muss. Ja, Alhamdulillah, ich habe das Gefühl, Hajj hat mich geändert. Ich war nicht immer so ein Geduldiger gewesen, muss man sagen. Und das lehrst dort, du musst dort hin mit der Einstellung Geduld mitzubringen. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann kommen, was will. Ich bin stabil. Es hat mich verändert, aber nicht, wie ich gehofft habe. Einfach das Leben ist so intensiv hier und es ist wirklich schwer, sich hundertprozentig dran zu halten, was man dort hofft. Ich würde Ihnen sicher empfehlen, die richtige Absicht zu fassen und möglichst schauen, mit einer Gruppe zu gehen, die nach Sunna geht. Das ist heutzutage auch nicht ganz so selbstverständlich, muss man auch schauen. Ganz wichtig ist, wenn man beabsichtigt, dass man Hajj machen will, ist es so, dass man sich ein bisschen Wissen aneignen soll. Das Problem ist, wenn man jetzt dort ist, weiß man nicht genau, ist das richtig, was ich mache, ist das falsch. Es kann möglich sein, dass ich irgendeine Handlung mache, die meine ganze Hajj zerstört. Es ist klar, es gibt Leute, die dort führen und alles drum, aber die können euch das nicht alles im Detail erklären. Meine Empfehlung ist ganz klar für alle, die noch nicht waren, dass sie sich jetzt wirklich die Absicht fassen zu gehen. Halt in dem Fall für das nächste Jahr. Weil ich finde es ganz schade, heutzutage hat man Autos, hat man verschiedene Kleider, hat man verschiedene dies und das, Wohlstand, höchste Level. Aber man kann sich nicht die Hajj, die eigentlich zur Pflicht gemacht wurde, nicht leisten. Oder? Und was wird die Entschuldigung sein bei unserem Schöpfer, wenn wir dann am Tag darauf steht, dort stehen und sagen, ja, ich kann einen BMW fahren, aber ich habe kein Geld gehabt für zum Hajj machen. Oder? Die aus Südasien oder aus Afrika kommen, die zahlen auch 4.000 €, wie wir auch. Aber die müssten vielleicht für die 4.000 € jahrelang sparen. Jedes Jahr vielleicht unter die Kiste gehen, Geld zählen, ich habe noch 1.000 €, muss ich noch 100, noch 200. Weil für uns ist es ganz einfach, im Hajj zu gehen. Vielleicht ein Jahr sparen, dann kommen wir im Hajj. Macht die Hajj, solange ihr noch jung sind, solange ihr noch Kraft habt. Und man kann sie nur perfektionieren, wenn man wirklich jung ist, wenn man die Kraft dazu hat. Wir gehen euch allen ermöglichen, die noch nicht waren, zu gehen. Für alle, die waren, wir gehen es angenommen haben und uns allen nicht lassen.